Am 10. Jahr des Krieges verhehlte dem Reich nicht Eisen. Es fehlten Kinder. Diese Erkenntnis wurde nicht in einer Schlacht gebären, sondern in einem Raum aus Stein, in dem Zahlen an der Wand hingen. Zahlen von Gefallenen, Zahlen von Geburten. Und zwischen ihnen eine Lücke, die wuchs wie eine Wunde, die niemand schließen konnte. Der König nannte sie zuerst einen vorübergehenden Mangel. Die Generale nannten sie eine statistische Schwankung. Die Schreiber nannten sie nichts. Sie zogen nur den Strich tiefer. Doch eines Morgens wurde der Mangel zu einem Erlass. Der Bote kam bei Sonnenaufgang. Sein Pferd war schaumverschmiert. Sein Gesicht grau vor Staub und Eile. Trug kein Schwert, sondern ein versiegeltes Pergament. Als die Glocke der Stadt lautet, versammelten sich die Menschen auf dem Platz. Männer mit Narben, Kinder mit leeren Augen, Frauen mit gesenkten Blicken. Der Erlass wurde laut vorgelesen. Zum Fortbestand des Reiches und zur Sicherung des Sieges verpflichtet sich jede Frau im gebarfähigen Alter, dem Staat Leben zu schenken. Die Fruchtbarkeit ist Pflicht, die Verweigerung ist Verrat. Ein Murmeln ging durch die Menge. Kein Aufschrei, kein Protest, nur dieses tiefe, erschrockene Atmen, als hatte jemand der Stadt plötzlich die Luft genommen. Martha stand in der 3. Reihe. Ihre Hände lagen auf ihrem Bauch, ohne dass sie es bemerkte. Sie war 23. Stark genug, sagte man. Gesund genug. Ihr Mann war im 2. Kriegsjahr gefallen, irgendwo jenseits der Hügel, deren Namen sie nie gelernt hatte. Seitdem lebte sie allein, nähte Uniformen, sammelte die Tage nicht mehr. Als der Bote endete, hob den Blick. Die Erfassung beginnt morgen. An diesem Abend wurde Martha nicht müde. Sie saß auf ihrer Bank, hörte das Knacken des Holzes, das ferne Donnern der Front, und in ihrem Inneren formte sich ein Gedanke, der sich anfühlte wie ein fremder Körper. Mein Leib gehört mir nicht mehr. Die Registrierung war präzise, cool, gründlich. Frauen wurden aufgerufen wie wir. Alter, Zustand, Anzahl bisheriger Geburten. Fehlgeburten wurden vermerkt, aber nicht betrauert. Sie galten als ineffizient. Martha stand nackt vor 2 Schreibern und einem Arzt. Keiner sah ihr ins Gesicht. Gebärmutter intakt, sagte der Arzt. Der Schreiber nickte. Ein Zeichen wurde gemacht. Sie erhielt eine Marke aus Metall, die sie den Hals tragen musste. Darauf eine Nummer, keine Namen. Am Ausgang wartete ein Soldat. Morgen wirst du verlegt, sagte er. Wohin? In ein Haus der Fruchtbarkeit. Sprach es aus wie einen Segen. Die Häuser lagen außerhalb der Stadt, große, weiße Gebäude mit vergitterten Fenstern und Kapellen im Inneren. Dort lebten Frauen zusammen, getrennt nach Alter und Erfolg. Priester segneten ihre Bauche, Ärzte überwachten ihre Sickeln, Soldaten wachten an den Türen. Martha kam nachts an. In dem Schlafsaal lagen bereits 20 Frauen. Manche starrten an die Decke, manche weinten lautlos. Keine fragte nach ihrem Namen. In der Nacht hörte Martha Schreie aus einem anderen Flügel, Schreie einer Frau, die gebar, Schreie, die nicht enden wollten. Als es still wurde, hörte sie Schritte, und dann ein Baby. Das Weinen dauerte 3 Tage. Am 4. Tag hörte man nichts mehr. Die Geburt galt als Sieg. Ein Kind, so sagte man, sei ein Ersatz für einen Gefallenen. 2 Kinder ein Fortschritt. 3 ein Opfer, das Ehre brachte.
Aber Martha sah keine Ehre. Sie sah Frauen, die nach der dritten, vierten Geburt nicht mehr aufstanden. Sie sah Blut auf den Locken, das niemand auswusch, bevor die Nächste kam. Sie sah Kinder, die Nummern erhielten, bevor sie Augen hatten, die Welt zu sehen. Und sie sah etwas anderes. Sie sah Angst in den Augen der Wächter. Denn obwohl sie kontrollierten, zahlten, drohten, blieb etwas unberechenbar. Der Leib, eine ältere Frau im Schlafsaal, Alina, flüsterte eines Abends, als das Licht bereits gelöscht war, sie glauben, sie können uns zwingen. Können sie das nicht? Fragte Martha leise. Alina lachte nicht. Sie können den Körper nehmen, aber nicht den Willen. Martha verstand damals noch nicht, was sie meinte. 2 Wochen später wurde Martha schwanger erklärt. Der Arzt nickte zufrieden. Der Priester sprach ein Gebet. Der Soldat machte einen Strich in seinem Buch. In der Nacht überkam sie Panik. Nicht wegen des Kindes, sondern wegen dessen Bestimmung. Sie stellte sich vor, wie es mit 16 ein Schwert trug oder mit 14 starb, wie es sein Name vergessen wurde, ersetzt durch einen Saal in einer anderen Kammer aus Stein. Am nächsten Morgen sah sie eine Frau zusammenbrechen. Niemand half sofort. Erst als klar war, dass sie nicht mehr atmete, wurde sie hinausgetragen. Ihr Bauch war flach. Man sagte, sie habe versagt. Martha begann zu zittern. Zum ersten Mal formte sich in ihr ein Gedanke, der gefährlicher war als Angst. Was, wenn wir nicht mehr geben? Am Ende des Monats wurde das erste Kind aus ihrem Flügel abgeholt. Die Mutter hielt es fest, zu fest. 2 Soldaten mussten ihre Hände losen. Das Kind schrie, die Mutter schrie nicht. Sie starrte nur, als hatte man ihr etwas herausgerissen, das man nicht sehen konnte. In dieser Nacht stand Martha auf. Sie ging zum Fenster, sah die Mauern, den Himmel, den Rausch der fernen Front. Und sie wusste plötzlich, der Krieg wurde nicht dort draußen entschieden. Nicht mit Schwertern, nicht mit Kanonen. Wurde hier entschieden. In Raumen ohne Namen, in Körpern ohne Rechte. Und solange sie gebären, würde niemals enden. Martha legte die Hand auf ihren Bauch. Zum ersten Mal seit dem Erlass dachte sie nicht, ich muss. Sondern, was, wenn wir es nicht mehr tun? Der Gedanke war leise, aber war da. Und irgendwo, in einem anderen Schlafsaal, dachte eine andere Frau zur gleichen Zeit dasselbe. Der Gedanke ließ Martha nicht mehr los. Was, wenn wir es nicht mehr tun? War gefährlich. Sie wusste das. Gedanken konnten verraten werden. Durch Worte im Schlaf, durch Blicke, durch falsches Schweigen. In den Häusern der Fruchtbarkeit wurde nicht nur der Leib überwacht, sondern auch das Verhalten, wer so lange allein blieb, wer nicht betete, wer nachts aufstand, wurde notiert. Am Morgen nach dieser Nacht war der Schlafsaal voller Gerausche, Husten, Wimmern, das Rascheln grober Leinenkleider. Der Tag begann immer gleich. Glocke, Gebet, Untersuchung. Martha stand in der Reihe, barfuß auf kaltem Stein. Vor ihr eine junge Frau mit eingefallenen Wangen, hinter ihr Alina. Die alte Frau stützte sich schwer auf die Wand. Du zitterst, flüsterte Alina, mir ist kalt. Nein, sagte Alina leise, dir ist klar geworden, wo du bist. Der Arzt tastete Martha ab, ohne sie anzusehen. Seine Finger waren schnell, geübt, emotionslos, fortschreitend, sagte er. Der Schreiber machte einen Strich. Ein weiterer kleiner Sieg für das Reich.
Die Häuser der Fruchtbarkeit waren kein Geheimnis. Jeder wusste von einen. Doch niemand sprach darüber. Sie lagen außerhalb der Städte, damit ihr Schreien die Markte nicht störte und ihre Toten nicht gesehen wurden. Martha lernte die Ordnung schnell. Es gab Raum für die Empfängnis, Raum für die Geburt, Raum für die Genesung oder das Sterben. Zwischen ihnen verliefen Korridor. Die immer rochen. Nach Blut, nach Krautern, nach kaltem Wasser. An den Wänden hingen Gebetstexte, in denen Fruchtbarkeit als Gnade bezeichnet wurde. Darunter standen Soldaten mit Speeren. Nachts kamen Männer. Nicht immer dieselben. Manche waren Soldaten, manche ausgewählt wegen starker Gen. Niemand fragte nach Zustimmung. Es gab nur Termine. Martha lernte, ihren Blick leer zu halten. Nicht zu kämpfen, nicht zu bitten. Der Körper tat, was der Körper tat. Aber ihr Inneres zog sich zurück wie ein Tier, das sich totstellt. Am dritten Tag hörte sie, wie eine Frau schrie, die sie nicht kannte. Die Schreie waren anders als die der Gebärenden. Sie waren hoch, panisch, zerrissen. Sie weigert sich, murmelte eine Wärterin, als sie vorbeiging. Martha sah durch einen Spalt in der Tür. Zwei Soldaten hielten die Frau fest. Ein Priester sprach laut. Der Arzt wartete. Ich will nicht, schrie die Frau. Ich kann nicht mehr. Ein Schlag, dann Stille. Am Abend war ihr Bett leer. Niemand fragte nach ihr. Alina setzte sich schwer neben Martha. Als das Licht gedimmt wurde, so endet es für die Schnellen, sagte sie, die Lauten, die glauben, man hört ihnen zu. Warum bist du noch hier? Fragte Martha. Alina sah sie lange an, weil ich gelernt habe zu warten. Worauf? Auf den Moment, in dem Schweigen lauter ist als Schreien. Martha verstand es noch nicht ganz, aber etwas in ihr begann, Alinas Worte festzuhalten wie eine Waffe. Die Kinder wurden nach 3 Tagen abgeholt. Immer nach 3 Tagen. Martha beobachtete es zweimal, jedes Mal gleich. Die Mutter durfte das Kind stillen, berühren. Man sagte, es sei gut für die Milchproduktion, falls sie erneut gebraucht werde. Am 3. Tag kamen Männer in grauen Manteln. Sie nahmen das Kind, legten eine Nummer seinen Hals, trugen es fort. Die Mutter wurden festgehalten, falls sie sich wehrten. Eine Frau biss sich auf die Zunge, bis Blut aus ihrem Mund lief, nicht zu schreien. Eine andere sank einfach zusammen. Martha spürte, wie es sich etwas in ihr verhärtete. Das war keine Versorgung, das war eine Fabrik. Und sie waren das Rohmaterial. Die Sachen wurden wahrscheinlich ausgehängt. Geburten pro Flügel, Ausfälle, Tote. Martha sah, wie der Schreiber einen Namen ausradierte und durch eine Zahl ersetzte. Die Frau war in der Nacht gestorben. Blutverlust, Erschöpfung. Man schrieb, natürliche Folge intensiver Nutzung, flüsterte Martha. Alina nickte, so nennen sie es. Und wenn wir kaputt gehen, dann ersetzen sie uns. Und wenn sie keine mehr haben, Alina sah sie scharf an, zum ersten Mal. Dann sagte sie leise, müssen sie aufhören. Der Gedanke traf Martha wie ein Schlag. Nicht Widerstand, nicht Aufstand, sondern Leere. In der folgenden Nacht sprach niemand im Schlafsaal, aber Martha spürte, dass etwas anders war. Blicke trafen sich, Hände berührten sich flüchtig. Beim Waschen flüsterte eine junge Frau, ich habe Krauter gefunden. Eine andere sagte, meine Großmutter kannte Wege. Niemand sprach es aus, doch alle wussten, was gemeint war. Nicht mehr gebären, nicht für sie,
Die Aufseher bemerkten es zuerst an Kleinigkeiten, Verzögerungen, Unregelmäßigkeiten, Körper, die nicht reagierten wie erwartet. Der Arzt runzelte die Stirn, der Priester betete lauter, die Soldaten wurden harter. Es gibt Gerüchte, sagte ein Hauptmann eines Abends, von Ungehorsam. Die Frauen senkten die Blicke, der Leib gehört dem Reich, fuhr er fort, vergesst das nicht. Martha spürte ihre Hand auf dem Bauch, spürte das Leben und gleichzeitig etwas anderes. Eine Entscheidung, die langsam wuchs, in dieser Nacht starb Alina, nicht laut, nicht dramatisch. Sie wachte einfach nicht mehr auf. Ihr Körper war müde von so vielen Geburten, so vielen Jahren. Als sie hinausgetragen wurde, fiel etwas aus ihrem Ärmel, ein kleines Bündel getrockneter Krauter. Der Soldat trat es zur Seite. Martha hob es später auf. Sie wusste nicht, wie man es benutzt, aber sie wusste, was es bedeutete. Alina hatte gewartet, nicht auf Rettung, sondern auf Weitergabe. Am nächsten Morgen wurden die Regeln verschärft. Mehr Kontrollen, mehr Wachen, mehr Gewalt. Doch etwas war bereits geschehen. In den Häusern der Fruchtbarkeit hatte sich ein Gedanke eingenistet, leise, hartnäckig. Und während draußen Kanonen donnerten und Männer starben, begann hier ein anderer Krieg. Ohne Schlachtfeld, ohne Banner. Ein Krieg in Körpern, ein Krieg der Gebärenden. Und Martha wusste, wenn sie diesen Krieg verloren, würde alles so weitergehen. Aber wenn sie ihn gewannen, würde das Reich ohne einen einzigen Schwerthieb zusammenbrechen. Der Krieg trat an einem Montag in den Raum, nicht als Lärm, nicht als Blut, sondern als Saal. Das neue Pergament hing früh an der Wand des Hauptkorridors. Martha blieb stehen, noch bevor die Glocke lautet. Frauen sammelten sich davor, langsam, schweigend, als hatten sie Angst, durch das bloße Lesen schuldig zu werden. Geburten, vergangene Woche, 47 Ausfälle, 12 verstorben, 9 unter den Saalen stand kein Name. Martha suchte trotzdem, sie wusste, dass Alina dort sein musste, irgendwo. Aber es gab kein Zeichen, kein Strich, keine Erinnerung, nur die neun Frauen, die in einer Woche verschwunden waren und als hatten sie nie existiert. Sie sahen schneller, als sie trauern, flüsterte eine junge Frau neben ihr. Martha nickte, Zahlen war einfacher. Der Schreiber kam kurz darauf, begleitet von 2 Soldaten. Trug ein neues Buch, dicker als das alte. Die Seiten waren bereits vorbereitet, die Spalten gezogen, die Zahlen vorgesehen. Ab heute, sagte laut, wurden Fehlgeburten getrennt erfasst. Ein Murmeln ging durch die Reihen. Nicht mehr als Verlust, fuhr fort, sondern als Ineffizienz. Das Wort fiel schwer in den Raum. Martha spürte, wie ihr Magen sich verkrampfte. Eine Frau sank auf die Bank und hielt sich den Bauch. Niemand half ihr, der Schreiber begann zu schreiben. Am selben Tag wurde Martha zur Arbeit eingeteilt, nicht zur Geburt, nicht zur Empfängnis, sondern zum Abtransport. Sie sollte helfen, die Toten wegzubringen. Der Raum lag im hinteren Teil des Hauses, kühl, dunkel. Dort standen 3 Wagen, auf jedem lagen Körper, mit groben Tüchern bedeckt. Hände ragten hervor, Füße, manchmal Haare, nicht ansehen, sagte der Wächter. Zahlt nur. Martha zahlte, 1, 2, 3, beim vierten Wagen blieb sie stehen. Sie erkannte den Stoff, den groben grauen Ärmel.
Alinas Hand lag offen der Leer, ruhig, als hatte sie alles weitergegeben, was sie hatte. Martha schluckte. Weiter, sagte der Wachter. Sie legten die Körper in eine Grube hinter dem Haus. Keine Kreuze, keine Stein, nur Erde. Der Schreiber stand daneben. Neun, sagte und zog einen Strich. Am Abend hörte Martha Stimmen aus dem Verwaltungsflügel. Der Raum war normalerweise verschlossen. Aber der Tür stand einen Spalt offen. Zwei Männer sprachen, leise, hastig. Die Zahlen passen nicht mehr. Was meinst du? Die Geburten. Sie sinken, langsam, aber stetig. Dann erhöhen wir den Druck. Wir haben den Druck bereits erhöht. Eine Pause, und draußen, fragte der zweite Mann. Draußen verlieren wir mehr Männer, als wir ersetzen können. Martha hielt den Atem an, wie Weile. Mehr als Heier geboren werden. In dieser Nacht konnte niemand schlafen, nicht wegen der Toten, sondern wegen der Erkenntnis. Der Krieg fraß schneller, als sie liefern konnten. Und zum ersten Mal war das nicht nur Gefühl, sondern Saal. Am nächsten Morgen wurde eine neue Liste ausgehängt. Gefallen an der Front. Vergangene Woche. 312 Neuzugänge. 198 darunter ein rotes Zeichen. Defizit. Die Frauen starrten auf das Wort. Manche verstanden es nicht ganz, andere sofort. Sie verlieren, flüsterte jemand. Martha spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Nicht vor Angst, vor etwas anderem, etwas, das sie lange nicht mehr gespürt hatte. Macht, nicht offen, nicht laut, aber real. Die Reaktion kam schnell. Zusätzliche Untersuchungen, strengere Überwachung, mehr Soldaten in den Fluren. Eine Frau, die eine Fehlgeburt hatte, wurde vor allen anderen vorgeführt. Sabotage, sagte der Arzt. Der Körper verweigert den Dienst. Die Frau wurde weggebracht. Wohin, wusste niemand. Aber ihr Bett blieb leer. Martha begann, die Zahlen im Kopf zu sammeln. Wie viele geboren wurden, wie viele starben, wie viele verschwanden. Sie tat es heimlich, ohne Buch, ohne Pergament. Und sie erkannte etwas, das die Männer übersahen. Die Zahlen hatten Gesichter. Und jedes verschwundene Gesicht bedeutete nicht nur Tod, sondern eine Lücke, die nicht mehr gefüllt wurde. In der Waschkutsche flüsterte eine Frau, wenn Sie merken, dass es absichtlich ist, dann töten Sie uns, antwortete eine andere, oder schlimmer. Martha sagte nichts, sie dachte an Alinas Krauter, an den Strich im Buch, an das Wort Defizit. Wenn wir es weiter tun, sagte sie schließlich leise, können Sie uns nicht alle töten. Die Frauen sahen sie an. Warum? Martha hob den Blick, weil sie uns brauchen. Ein Moment der Stille, dann ein Nicken. In derselben Woche erreichte ein Befehl das Haus. Der König verlangte eine Sonderauswertung. Er wollte wissen, warum die Zahlen fielen. Der Schreiber schrieb die Nacht durch. Der Arzt wurde blass. Der Priester betete lange. Und während sie rechneten, schreiben, verglichen, geschah etwas, das niemand offiziell festhielt. Eine ganze Gruppe Frauen wurde nicht schwanger, nicht eine, nicht zwei. 12. 12 Körper, die sich gleichzeitig verweigerten. Der Schreiber hielt inne. Das ist statistisch unmöglich, murmelte er. Martha stand am Rand des Raumes und wusste, der Krieg hatte begonnen, sich selbst zu verraten. Nicht durch Aufstand, nicht durch Blut, sondern durch eine einfache Wahrheit, die nun in Zahlen sichtbar wurde. Der Krieg nahm mehr Leben, als sich noch erschaffen konnte.
und diese Schuld würde man nicht mehr verstecken können. Die Schuld ließ sich nicht mehr verbergen. Sie hing in den Korridoren, schwer wie der Geruch von Blut und kaltem Wasser. Die Säulen hatten gesprochen, und obwohl niemand sie laut auslegte, wusste jeder, was sie bedeuteten. Der Krieg bekam nicht mehr genug Nachschub. Am Morgen nach der Sonderauswertung wurde Martha in den Untersuchungsraum gerufen. Nicht allein, 12 Frauen standen mit ihr in der Reihe, 12 Körper, die sich in derselben Woche verweigert hatten. Der Arzt trat vor sie. Sein Stirn glanzte vor Schweiß. Das ist kein Zufall, sagte er. Der Körper folgt Gesetzen. Martha hob den Blick. Auch Gesetze können gebrochen werden. Ein Schlag traf sie im Gesicht. Noch bevor der Arzt reagieren konnte. Der Soldat hatte keine Miene verzogen. Du sprichst nur, wenn du gefragt wirst. Martha schmeckte Blut, aber sie schwieg. Sie wurden einzeln untersucht, lange als sonst. Grober, schmerzhaft. Der Arzt wurde zunehmend nervös. Seine Finger suchten, drückten, tasteten und fanden nichts. Nicht schwanger, murmelte er zum 3. Mal. Der Schreiber sah von seinem Buch auf. Unmöglich. Doch, sagte der Arzt, 12 Mal. Der Raum wurde still. Am Nachmittag wurde eine von ihnen herausgeholt. Sie heißt Lene. Sie war klein, kaum 20, mit schmalen Schultern. Martha hatte neben ihr geschlafen. Sie hatte nachts leise gesungen, kaum hörbar. Lene wurde vor allen Frauen auf den Hof gezerrt. Sie hat sich geweigert, verkündete der Hauptmann. Sie hat den Auftrag des Reiches missachtet. Lene sagte nichts. Sie sah nur geradeaus. Sprech, befahl der Hauptmann. Und dann tat sie etwas, das niemand erwartet hatte. Sie schüttelte den Kopf, langsam, deutlich. Nein, ein Raunen ging durch die Menge. Ein Nein war kein Wort. Das Heier existierte. Der Hauptmann trat nahe. Du wirst erneut zugeführt. Lene schüttelte weiter den Kopf. Ich werde nicht mehr gebären, sagte sie leise. Aber ihre Stimme trug. Es war der erste Satz dieser Art, den Martha je gehört hatte. Der Schlag kam hart. Lene fiel. Sie blieb liegen. Bringt sie weg, sagte der Hauptmann. Sie ist ein Beispiel. 2 Soldaten hoben sie hoch. Ihre Füße schleiften über den Boden. Blut tropfte auf den Stein. Martha spürte, wie es sich etwas in ihr spannte. Etwas, das sie kaum kontrollieren konnte. Das ist sie, die Erste. Am Abend war Lenes Bett leer. Aber etwas anderes war da. Ein Flüstern. Es ging von Mund zu Mund. Leise, vorsichtig, aber unaufhaltsam. Sie hat es gesagt. Sie hat Nein gesagt. Und sie lebt noch. Niemand wusste, ob das stimmte. Aber es war genug. Die Reaktion kam sofort. Die Häuser der Fruchtbarkeit wurden abgeriegelt. Niemand durfte allein sein. Die Nächte wurden überwacht. Gespräche unterbrochen. Der Priester hielt eine Predigt. Der Leib der Frau gehört Gott und dem Reich, sagte er. Wer sich verweigert, stellt sich gegen die Ordnung der Welt. Martha hörte zu und dachte an Lene. Ich werde nicht mehr gebären. Der Satz klang in ihr nach, klar, einfach, unumkehrbar. Am nächsten Untersuchungstag trat Martha vor den Arzt. Sah sie lange an. Du bist im richtigen Alter, sagte er. Dein Körper ist geeignet. Martha spürte die Blicke der Soldaten. Sie dachte an die Grube hinter dem Haus, an Alenas Hand, an die Sache nun. Dann sagte sie es, ich werde nicht mehr gebären. Der Raum erstarrte. Der Schreiber ließ den Stift fallen. Der Arzt lachte kurz und sicher,
Das ist keine Entscheidung. Martha hielt seinem Blick stand, doch der Schlag kam. Dann noch einer, sie fiel auf die Knie, jemand zog sie hoch, jemand schrie, vielleicht sie selbst. Du lernst es noch, zischte der Hauptmann, jeder Körper lernt es. Martha antwortete nicht. Sie hatte gesagt, was gesagt werden musste. In dieser Nacht wurde sie in eine Zelle gesperrt. Allein, dunkel, kalt. Sie hörte Schreie aus anderen Raumen. Sie hörte Schritte. Sie hörte Gebete. Und dann hörte sie etwas Neues. Stille. Nicht die Stille der Angst, sondern die Stille einer Entscheidung, die sich ausbreitete. In der Zelle dachte Martha nicht an Rettung. Sie dachte nicht an Freiheit. Sie dachte an Wirkung. Denn irgendwo in einem anderen Flügel stand eine andere Frau vor dem Arzt. Und als sie untersuchte, sagte sie, ich auch nicht. Und damit war aus einem Nein etwas Größeres geworden. Nicht mehr Verweigerung, sondern Anfang. Aus einem Nein wurden zwei. Aus zwei ein Flüstern. Und aus dem Flüstern etwas, das nicht mehr rückgängig zu machen war. Martha wusste nicht, wie lange sie in der Zelle gelegen hatte. Zeit hatte dort keinen Rhythmus, nur kalte Dunkelheit und das Geräusch ihres eigenen Atems, der sich langsam beruhigte, je klarer ihr Gedanke wurde. Ich auch nicht. Der Satz hatte sich gelöst von ihr. Gehörte nicht mehr ihr allein. Als die Tür schließlich geöffnet wurde, blendete sie das Licht. Zwei Soldaten zerrten sie hinaus. Ihre Beine waren schwach, doch sie zwang sich, aufrecht zu bleiben, nicht aus Trotz, sondern aus Berechnung. Wer brach, wurde aussortiert. Wer stehen blieb, blieb nützlich. Sie brachten sie nicht zurück in den Schlafsaal. Sie brachten sie zu den anderen. Der Raum war niedrig, ohne Fenster. 12 Frauen saßen dort, dicht an dicht. Manche mit geschwollenen Gesichtern, manche mit blutigen Lippen. Lena war nicht da. Wo ist sie? Fragte Martha. Eine Frau schüttelte den Kopf. Sie haben sie verlegt. Wohin? Niemand antwortete. Ein Wächter stellte sich an die Tür. Bleibt hier, bis ihr euch besinnt, sagte er. Oder bis euer Körper es tut. Dann ging er. Die Tür schloss sich. Eine lange Stille folgte. Niemand wollte der Erste sein. Die sprach. Worte konnten verraten. Gedanken noch nicht. Schließlich sagte eine Frau mit grauem Haar, sie haben uns zusammengelegt, weil sie glauben, wir stecken uns gegenseitig an. Ein leises, bitteres Lächeln ging durch den Raum. Vielleicht haben sie recht, sagte Martha. Die Frau sah sie an. Hast du Nein gesagt? Martha nickte, laut, ja. Ein Murmeln, Respekt, Angst, Hoffnung, alles zugleich. In dieser Nacht sprachen sie, nicht laut, nicht durcheinander. Jeder erzählte, warum. Eine hatte 4 Kinder geboren, von denen keines bei ihr geblieben war. Eine andere hatte ihren Körper kaum noch gespürt. Eine dritte war erst 17. Ich will nicht, dass mein Kind eine Saal wird, sagte sie, oder ein Grab. Niemand widersprach. Dann kam die Frage, die unausweichlich war. Und jetzt, flüsterte jemand. Martha dachte an Alanis Krauter, an das Wort Defizit, an die Gesichter hinter den Saalen. Jetzt, sagte sie langsam, müssen wir aufhören, einzeln zu sein. Am nächsten Tag wurden sie weiter verteilt. Nicht zurück in die Schlafsäle, sondern in verschiedene Flügel. Man wollte sie trennen, isolieren, vergessen machen.
Aber etwas war bereits geschehen. Beim Waschen berührte eine Frau Marthas Hand. Ein kurzer Druck, ein Zeichen, in der Küche ließ jemand ein Stück Papier fallen. Darauf nur ein Symbol, ein leerer Kreis. Nachts hörte Martha Schritte, die nicht zu den Wachen gehörten. Das Nein wanderte. Es waren die Alten, die den nächsten Schritt kannten. Eine Frau namens Irma, die schon 3 Kriege erlebt hatte, flüsterte Martha zu, es gab früher Wege. Welche Wege? Die Frauen haben sie weitergegeben. Kräuter, Fasten, Wunden, Dinge, die der Körper nicht vergisst. Das ist gefährlich. Irma nickte, alles Heil ist gefährlich. Aber das Heil, sie legte die Hand auf ihren Bauch, ist die einzige Stelle, an der sie wirklich verlieren können. Der Schwur entstand nicht feierlich, nicht mit Kerzen, nicht mit Worten, die aufgeschrieben wurden. Entstand in Gesten, in einer Frau, die absichtlich nichts aß, in einer anderen, die Kräuter kaute und ausspuckte, in einer dritten, die sich nachts mit kaltem Wasser übergoss, bis ihr Körper zitterte und verweigerte. Niemand zwang jemanden, niemand befahl, wer es nicht konnte, wurde nicht verurteilt. Aber wer es konnte, tat es nicht nur für sich. Martha bemerkte die Veränderung zuerst an den Aufsehern. Sie wurden lauter, ungeduldiger, ihre Schritte schneller. Der Arzt begann, Fehler zu Mädchen. Verwechselte Zahlen. Schrie die Schreiber an. Das sind zu viele Abweichungen, sagte eines Abends. Das ist kein Zufall mehr. Der Schreiber schwieg. Das ist Widerstand, flüsterte der Arzt. Das Wort hing gefährlich in der Luft. In der folgenden Woche gab es keine öffentliche Bestrafung. Stattdessen verschwanden Frauen. Einfach so. Ihr Bett leer. Ihre Nummer gestrichen. Kein Eintrag. Sie bringen sie weg, sagte Irma, uns Angst zu machen. Funktioniert es? Fragte Martha. Irma sah sie an. Nein, jetzt wissen wir, dass sie verzweifeln. Der Schwur wurde in einer Nacht gefestigt, als der Mond kaum sichtbar war. Martha lag wach, als eine Hand sie berührte. Nicht grob, nicht heimlich, es war Irma. Komm, flüsterte sie. Sie schlichen in den alten Waschraum. Dort warteten andere, 10, 12, mehr als Martha erwartet hatte. Niemand sprach zuerst. Dann sagte Irma, wir sagen es nicht laut. Wir schreiben es nicht, aber wir wissen es. Sie legte ihre Hand auf den Steinboden. Eine nach der anderen folgten die anderen. Martha spürte die Wärme der Hände, das Zittern, die Entschlossenheit. Wir gebären, nicht mehr für den Krieg, sagte Irma leise. Niemand wiederholte es, aber alle verstanden. Das war der Schwur. Am nächsten Morgen hing eine neue Liste. Geburten, vergangene Woche, 19 Ausfälle. 21 Der Schreiber starrte lange auf die Zahlen, bevor sie auffing. Ein Soldat fragte, ist das korrekt? So. Der Schreiber nickte, ja. Seine Stimme war brüchig. Martha sah die Liste und lächelte nicht, denn sie wusste, das war erst der Anfang. Der Krieg hatte jahrzehntelang Leben verschlungen. Jetzt begann an der Quelle zu verhungern, nicht durch eine Schlacht, nicht durch einen Helden, sondern durch einen Schwur, den man nicht brechen konnte, weil nicht gesprochen worden war. Und irgendwo, weit hinter den Frontlinien, begann ein Reich zu spüren, das etwas Entscheidendes verhehlte. Nicht Eisen, nicht Mut, sondern Gehorsam. Das Reich bemerkte den Hunger nicht sofort. Zuerst waren es nur Versorgerungen. Ein Bataillon, das später aufgefüllt wurde. Eine Einheit.
die mit alteren Rekruten auskommen musste. Dann begannen die Berichte zu stocken. Auf dem Schreibtisch des Königs lagen Zahlen, die sich widersprachen, gefallene Stiegen, Nachwuchs sank. Die Linien, die früher parallel verlaufen waren, drifteten auseinander wie zwei Ufer nach einer Überschwemmung. Man nannte es vorübergehend. Man nannte es korrigierbar, bis die Wegen leer blieben. Im Haus der Fruchtbarkeit standen sie in einem Raum aus hellem Holz, Dutzende Daven, fein gezimmert, mit eingravierten Nummern. Martha hatte sie nie zuvor gesehen. Man hatte sie jetzt aufgestellt, als Zeichen, als Druckmittel. Seht, sagte der Hauptmann, als die Frauen hineinführte, was ihr verursacht. Die Wegen waren leer. Keine Decken, kein Weinen, nur Stille. Das Reich braucht euch, fuhr er fort, und ihr verweigert euch. Niemand antwortete. Martha sah nicht auf die Wegen. Sie sah auf die Männer, auf ihre angespannten Kiefer, auf die Art, wie ihre Hände zuckten, als wollten sie etwas festhalten, das ihnen entglitt. Sie haben Angst, dachte sie. Die Maßnahmen wurden harter. Gespräche zu zweit wurden verboten. Nächte wurden durchleuchtet. Körper täglich untersucht. Der Arzt hatte nun zwei Assistenten. Sie hielten die Frauen fest, während tastete Maß stach. Ihr könnt euch nicht alle gleichzeitig entziehen, sagte einmal, mehr zu sich selbst als zu ihnen. Doch sie konnten, und sie taten es. In der dritten Woche nach dem Schwur wurden neue Befehle verlassen. Ab sofort, sagte der Hauptmann, wird jede Frau, die sich der Empfängnis entzieht, als Saboteurin behandelt. Ein Wort aus der Welt der Waffen, nun auf Körper gelegt, die Strafen werden angepasst. An diesem Abend wurde eine Frau aus dem Schlafsaal geholt. Sie schrie nicht, sie wehrte sich nicht. Sie ging einfach. Am Morgen war sie nicht zurück. Aber auch das wirkte nicht mehr wie früher. Die Angst war noch da, ja. Doch sie hatte Gesellschaft bekommen, Wut und etwas Härteres, Entschlossenheit. Martha bemerkte es an sich selbst. Früher hatte sie gezittert, wenn Schritte im Flur nachherkamen. Jetzt hob sie den Kopf, nicht herausfordernd, aber wach. Der Körper tat, was sollte im Inneren. Doch nach außen blieb ruhig, unauffällig, lernfähig. Irma flüsterte ihr eines Nachts zu, sie glauben, Kontrolle sei alles. Ist sie das nicht? Nein, sagte Irma, Abhängigkeit ist alles, und sie sind abhängig von uns. An der Front geschahen Dinge, die niemand laut aussprach. Ein Regiment zog sich zurück, weil die Hälfte der Männer überwiersig war. Ein anderes konnte einen Angriff nicht halten, zu wenige, zu müde. Die Berichte wurden umformuliert, beschönigt, verlegt. Doch die Wahrheit sickerte durch. In den Häusern der Fruchtbarkeit hörte man sie zuerst. Durch die Soldaten, durch ihre Gespräche, wenn sie glaubten, unbeobachtet zu sehen. Wir haben keine Reserven mehr, sagte einer. Noch ein Winter so dann. Dann was? Die Antwort blieb aus. Der König befahl eine neue Strategie. Nicht mehr nur Druck, nicht mehr nur Straf. Belohnung, Frauen, die erfolgreich gebären, erhielten besseres Essen, warmere Decken. Man versprach ihnen, ihre Kinder eines Tages sehen zu dürfen. Eine Lüge, die früher funktioniert hatte. Jetzt nicht mehr. Eine junge Frau nahm das Essen, aber nicht das Versprechen. Eine andere warf die Decke zurück. Eine dritte sagte leise,
ich brauche nichts von euch. Der Arzt schlug mit der Faust auf den Tisch. Was wollt ihr denn? Niemand antwortete. Denn die Antwort war einfach und unaussprechlich. Nichts mehr geben. Die leeren Weigen wurden zum Symbol. Nicht offiziell, nicht in Leidern, sondern in Blicken. Wenn eine Frau an eigenen vorbeiging, berührte sie manchmal das Holz, sanft, fast zärtlich. Nicht aus Trauer, sondern aus Entscheidung. In der 5. Woche brach etwas. Ein Transport mit Rekruten kam nicht zustande. Zu wenige Männer im richtigen Alter. Zu viele Verwundete, die nicht ersetzt werden konnten. Der Hauptmann erhielt einen Befehl. Las ein dreimal, dann sah es das Papier, sei verlangen Unmögliches, sagte er. Der Arzt sah ihn an. Dann zwingen wir mehr. Wenn. Der Arzt schwieg. Noch in derselben Nacht wurde eine neue Maßnahme umgesetzt. Zwangszuführungen, ohne Fristen, ohne Auswahl. Männer kamen in die Schlafsäle. Mehr als zuvor. Harter, schneller, Schreie erfüllten das Haus. Doch am Morgen war das Ergebnis dasselbe, Leere. Der Arzt starrte auf seine Aufzeichnungen. Das durfte nicht sein, murmelte er, so viele Eingriffe. Und nichts. Martha sah ihn an. Zum ersten Mal mit etwas, das fast Mitleid war. Verstand es noch immer nicht. Die Wiegen blieben leer. Und mit jeder leeren Woche veränderte sich etwas draußen. Die Städte wurden stiller, die Märkte kleiner, die Fahnen seltener. Ein Krieg ohne Nachwuchs war kein Sturm mehr, war ein langsames Verbluten. Eines Abends trat der Hauptmann vor die Frauen. Seine Stimme war rau, bringt das Reich in Gefahr. Martha trat einen Schritt vor. Nein, sagte sie ruhig. Der Krieg tut das. Ein Murmeln ging durch den Raum. Der Hauptmann sah sie lange an. Dann wandte sich ab. Zum ersten Mal seit Jahren hatte keine Antwort. In dieser Nacht lag Martha wach und dachte nicht an Straf, nicht an Tod. Sie dachte an Zeit, denn sie wusste jetzt, was sie zuvor nur geahnt hatte. Sie mussten nicht siegen, sie mussten nur durchhalten. Der Krieg war stark, laut, brutal, aber war hungrig, und sie hatten ihm die Nahrung entzogen. Still, gemeinsam, unaufhaltsam, die Wiegen bleiben leer. Und irgendwo, weit über Mauern und Fronten hinweg, begann ein Reich zu verstehen, dass man einen Krieg nicht führen kann, wenn niemand mehr geboren wird, ihn zu sterben. Der Hunger des Krieges machte ihn grausam. Nicht an der Front, nicht gegen den Feind, sondern hier. Die neuen Befehle kamen in der Nacht. Sie wurden nicht vorgelesen. Sie wurden umgesetzt. Martha wachte von Licht auf. Fackeln im Korridor. Schritte, weil schritt. Männerstimmen, hart, ohne Zögern. Die Türen öffneten sich gleichzeitig. Aufstehen. Keine Erklärung, keine Zeit. Die Frauen wurden hinausgeführt, eine nach der anderen, in den großen Saal. Der Raum war sonst für Gebete genutzt worden. Jetzt standen dort Betten in Reihen. Gurte lagen bereit. Martha spürte, weil ihr Herz schneller schlug. Nicht aus Panik, aus Erkenntnis. Das ist es. Der Arzt stand vorne. Sein Gesicht war eingefallen. Die Hände zitterten leicht. Der Körper ist widerspenstig geworden, sagte laut, als sprache zu sich selbst. Wir werden ihn korrigieren. Ein Priester trat neben ihn. Der Wille ist schwach, sagte er. Der Leib muss geführt werden. Martha sah Irma in der Reihe. Die alte Frau hielt den Kopf hoch. Das ist keine Führung, sagte Irma ruhig. Das ist Krieg. Der Arzt reagierte nicht.
sei begannen mit den Jüngsten. 2 Soldaten heilten eine Frau fest. Ein Dritter zog die Gurte an. Der Arzt arbeitete schnell, mechanisch. Die Frau schrie. Dann biss sie sich auf die Lippe, bis Blut floss, und schwieg. Martha schloss kurz die Augen. Nicht wegsehen, nicht brechen. Wenn wir jetzt brechen, war alles umsonst. Der Tag zog sich endlos. Körper nach Körper, Schweiß, Blut. Gebete, die keiner hörte. Ein Soldat flüsterte, das ist falsch. Ein anderer antwortete, Befehl ist Befehl. Der Arzt schwieg. Am Abend lagen mehrere Frauen reglos da. Man wusste nicht, ob sie schliefen oder etwas anderes. Eine von ihnen war Irma. Martha kniete neben ihr. Irmas Haut war kalt. Du musst wach bleiben, flüsterte Martha. Irma öffnete die Augen. Ein schwarzes Lakeln. Jetzt sehen sie es, murmelte sie. Jetzt ist es sichtbar. Was, dass sie verlieren. Irmas Blick wurde leer. Sie starb nicht schreiend. Sie starb nicht kämpfend. Sie starb still. Der Tod Irmas wurde nicht notiert. Kein Strick, keine Zahl. Man trug ihren Körper hinaus wie ein defektes Werkzeug. Doch etwas war geschehen, das nicht rückgängig gemacht werden konnte. Die Frauen hatten gesehen, wozu das Reich fähig war, und sie hatten gesehen, dass selbst das nicht ausreichte. Am nächsten Morgen war der Arzt nicht da. Man sagte, sei zusammengebrochen. Man sagte, habe sich geweigert weiterzumachen. Ein neuer Mann kam, junger, harter, die Gebärmutter ist die letzte Front, sagte ohne Umschweife. Und jede Front kann gebrochen werden. Martha sah ihn an, nicht diese, sagte sie, schlug sie, aber hörte den Satz. Die Gewalt nahm zu, Zwang, Fixierung, Wiederholung. Doch die Ergebnisse blieben gleich. Kein Anstieg, keine Wende. Der Schreiber saß über seinen Büchern und verstand die Welt nicht mehr. So etwas gibt es nicht, murmelte er. Das widerspricht allem. Martha dachte an Irma, an Alina, an Lene. Es widersprach nur einem, der Annahme, dass Körper nur reagieren. In der 5. Nacht nach der Maßnahme geschah etwas Unerwartetes. Eine Frau starb mit einem Kind in sich. Nicht durch Gewalt, nicht durch Krankheit, sondern durch Entscheidung. Sie hatte nichts gegessen, nichts getrunken. Tagelang, als man sie fand, lag ihre Hand auf dem Bauch. Der Arzt flüsterte, das ist Wahnsinn. Der Schreiber antwortete nicht. Der Tod verbreitete sich schneller als jede Parole. Nicht als Angst, als Botschaft. Sie gehen so weit. Und damit ging auch etwas anderes um. Respekt. Die Soldaten wurden stiller. Manche senkten den Blick. Manche beteten nachts, nicht für den Sieg, sondern für Vergebung. An der Front brach ein weiterer Abschnitt zusammen. Nicht wegen eines Angriffs, sondern wegen Mangel. Der Bericht erreichte das Haus der Fruchtbarkeit spat. Martha hörte Eichen aus dem Mund eines Wachters, der zu viel getrunken hatte. Sie sagen, wir halten nicht mehr durch. Martha antwortete leise, das tun wir auch nicht. In dieser Nacht legte Martha die Hand auf ihren Bauch. Sie spürte Schmerz, Müdigkeit, aber darunter etwas Festes. Nicht Hass, nicht Rache, Gewissheit. Der Krieg hatte alles in Waffen verwandelt. Jetzt hatten sie etwas verwandelt, das nicht dafür gedacht war. Die Gebärmutter war zur Frontlinie geworden. Und an dieser Front gab es keinen Durchbruch. Nur Stillstand und Zeit war etwas, das der Krieg nicht hatte. Martha wusste es nun sicher. Je brutaler sie wurden, desto deutlicher zeigte sich ihre Niederlage.
denn kein Reich kann gewinnen, wenn selbst seine letzte Front sich ihm verweigert. Zeit war etwas, das der Krieg nicht hatte, und der Thron begann es zu begreifen. Der Bericht erreichte die Hauptstadt bei Morgengrauen. 3 Siegel, rot, ungewöhnlich viele. Der Bote war todmüde, sein Pferd lahm. Brachte keine Siegesmeldung. Brachte Zahlen. Der König las sie zweimal, dann ein drittes Mal langsamer. Keine Erholung der Geburten. Steigende Ausfälle. Zusammenbruch zweier Regimenter, wegen Nachwuchsmangel. Legte das Pergament beiseite und sah auf seine Hände. Sie zitterten. Das ist ein lokales Problem, sagte der Kanzler vorsichtig. Ein Haus. Vielleicht zwei. Nein, antwortete der König. Es ist systemisch. Das Wort schmeckte bitter. Wenn es sich ausbreitet, fuhr er fort, dann verlieren wir nicht eine Schlacht. Dann verlieren wir die Zeit. Niemand widersprach. Noch am selben Tag gingen neue Befehle hinaus. Nicht mehr über die Kommandokette, direkt vom Thron. Die Häuser der Fruchtbarkeit wurden zu Schutzzonen erklärt. Offiziell. Man sprach von Vorsorge, von Stabilisierung, von heiligem Dienst. Inoffiziell bedeutete es totale Kontrolle. Martha spürte die Veranderung sofort. Neue Wachen, andere Uniformen, Männer, die nicht müde aussahen, sondern angespannt. Ein Offizier trat vor die Frauen. Hatte saubere Stiefel und eine Stimme, die man gewohnt war zu gehorchen. Der König hat euch gesehen, sagte er weiß eure Opfer. Ein Raunen ging durch den Raum. Das Reich ist dankbar, fuhr fort. Und das Reich wird euch schützen. Martha sah die Hände der Frauen. Niemand klatschte, niemand senkte den Blick. Dankbarkeit kam zu spät. Die Strategie hatte sich geändert. Man schlug nicht mehr, man drohte nicht mehr, man verhandelte. Frauen, die wieder gebären, sollten ihre Kinder behalten dürfen. Für ein Jahr, vielleicht länger. Man versprach Namen statt Nummern. Schutz vor erneuter Einziehung. Lügen, flüsterte jemand. Martha schwieg, sie hörte zu, sie beobachtete. Der Offizier sah sie an, du, sagte du scheinst klug, sprich für die anderen. Martha trat vor, was passiert, fragte sie ruhig, wenn wir Nein sagen. Der Offizier zögerte, nur einen Moment, aber es war genug. Dann, sagte schließlich, wird das Reich andere Wege finden. Martha nickte, das tut es bereits. Die Panik zeigte sich nicht in Schreien, sondern in Überreaktionen. Man verlegte Frauen von Haus zu Haus. Man mischte sie neu. Man versuchte, den Schwur zu zerstreuen. Doch war nicht an Orte gebunden. War in Köpfen und in Körpern. In der Hauptstadt verschärfte sich die Lage. Der König erhielt Berichte über leere Kasernen, über Ausbildungshöfe, auf denen mehr Ausbilder als Rekruten standen, über Veteranen, die zum dritten Mal eingezogen wurden. Das ist Wahnsinn, sagte der Kanzler. Wir verbrennen die Zukunft. Der König antwortete nicht. Sah aus dem Fenster auf die Stadt. Auf die Frauen, die dort gingen, nichts ahnend, unbehelligt noch. Wenn sie verstehen, was diese hier tun, sagte leise, dann. Beendete den Satz nicht. Im Haus der Fruchtbarkeit wurde ein neues Ritual eingeführt. Gemeinsames Gebet, gemeinsames Essen, gemeinsames Schweigen. Man hoffte, die Frauen wieder einzubinden, ihnen das Gefühl zu geben, Teil von etwas Größerem zu sein. Doch das Gefühl war bereits da, nur nicht das Gewünschte. In der Nacht traf Martha eine Entscheidung.
Sie wusste, dass man sie beobachtete, dass jede Bewegung gezahlt wurde. Trotzdem sprach sie leise im Dunkeln. Sie haben Angst, flüsterte sie, nicht vor uns, vor dem, was folgt. Eine Frau fragte, was folgt? Ein Krieg ohne Soldaten. Stille, dann ein leises Lachen. Kurz, unglaublich, das ist unmöglich. Martha schüttelte den Kopf, obwohl man es nicht sehen konnte. Passiert bereits. Am nächsten Morgen kam ein Befehl, der alles veränderte. Nicht aus dem Haus, nicht aus der Region, vom Thron selbst. Alle Häuser der Fruchtbarkeit werden zusammengefasst, zentralisiert, unter direkter Aufsicht des Reiches gestellt. Der Kanzler hatte protestiert. Vergeblich, der König wollte Kontrolle, bekam Bewegung, die Transporte begannen, Wagen, bewaffnet, schnell, Frauen wurden verladen wie Fracht. Martha saß zwischen zwei Fremden, ihre Hände waren gefesselt, ihr Blick frei, sie wusste, dass dies der gefährlichste Moment war. Denn Panik machte das Reich unberechenbar. Und unberechenbare Mächte schlugen oft am hartesten zu, nicht dort, wo es sein wohl war, sondern dort, wo sie ihre Ohnmacht verbergen wollten. Als der Wagen anfuhr, dachte Martha nicht an Flucht, sie dachte an Ausbreitung, denn sie wusste jetzt, der Thron hatte erkannt, dass den Krieg verlieren konnte, und ein Thron, der das erkennt, ist zu allem fähig, alles außer zuzuhören, und genau das würde ihn stürzen. Der Wagen hielt nicht an, weil ankommen sollte, hielt an, weil der Weg zu Ende war. Staub lag in der Luft. Nicht der Feinstaub der Hauptstadt, sondern schwerer, trockener Boden, der lange nicht betreten worden war. Vor ihnen erhob sich ein Komplex aus Stein und Holz, größer als jedes einzelne Haus der Fruchtbarkeit zuvor, aber leerer, zu leer. Martha spürte es sofort, nicht mit den Augen, mit dem Körper. Die Tore wurden geöffnet, Befehle halten, Frauen stiegen ab, manche schwankten, andere gingen aufrecht. Niemand sprach, die Ketten wurden gelöst. Nicht aus Güte, sondern aus Berechnung. Gefesselte Frauen waren nutzlos. Ein Beamter verlas Namen, oder das, was als Namen galt, Nummern ließen Zuordnungen. Alles klang ordentlich, alles klang falsch. Martha hörte kaum zu, sie sallte, nicht die Frauen, die Gerausche, keine Kinder, kein Weinen, keine Amen, kein Rhythmus des Lebens, nur Schritte, Metall, Papier. Das Reich hatte alles zusammengeführt und dabei den Kern verloren. In den ersten Tagen geschah nichts, keine Strafen, keine Zwangsrituale, keine Gewalt. Man wartete. Die Frauen warteten nicht, sie aßen, wenn man ihnen Essen gab, sie tranken, sie schliefen, aber ihre Körper blieben still. Die Heilerinnen wurden gerufen, alte, junge, ausgebildete, improvisierte, sie tasteten, prüften, flüsterten, Krauter wurden verteilt, Gebete gesprochen, es ist Stress, sagte eine, es ist Angst, sagte eine andere, es ist vorübergehend, sagte eine dritte. Martha sagte nichts, denn sie wusste, es war entschieden, nicht in diesem Gebäude, nicht an diesem Ort, sondern schon früher, im Moment des Schwurs. Die Sachen kamen schneller zurück als erwartet. Zu schnell, keine neuen Schwangerschaften. Beste Hände verloren an Kraft. Zyklen verschoben sich. Blieben aus, ein Beamter versuchte zu lächeln, als den Bericht las. Es misslang, das ist statistisch unmöglich, sagte er. Niemand antwortete. Denn Statistik brauchte Vergangenheit, und diese Körper hatten sich davon gelöst.
In der Hauptstadt begann man zu rechnen, nicht mit Hoffnung, mit Restzeit. Die Armee verbrauchte Männer, die Felder verbrauchten Männer, die Verwaltung verbrauchte Männer. Und es kam nichts nach. Ein General schlug mit der Faust auf den Tisch. Dann zwingt sie, rief der Kanzler hob den Blick. Man zwingt keine Zukunft, sagte leise. Der König horte zu. Zum ersten Mal seit Wochen sagte nichts. Im Komplex begannen Gespräche. Nicht laut, nicht organisiert, aber sie breiteten sich aus. Eine Frau erzählte, dass sie nachts keine Schmerzen mehr hatte. Eine andere, dass ihr Körper sich leichter anfühlte. Eine dritte, dass sie keine Angst mehr verspürte, nur Leere. Und darunter etwas Neues, Kontrolle. Martha sprach nur einmal, in einer Nacht, ohne Sorgen. Es ist kein Streik, sagte sie, es ist ein Ende. Jemand flüsterte, und was kommt danach? Martha schloss die Augen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Wachen wurden nervös. Sie meldeten ungewöhnliche Ruhe. Keine Ausbrüche, keine Bitten. Keine Verzweiflung. Das Reich wusste mit Ruhe nichts anzufangen. Man versuchte es mit Versprechen, Land, Schutz, Rückkehr in die Familien. Niemand reagierte. Man versuchte es mit Drohungen, Verlust von Status, Austossung, vergessen werden. Niemand reagierte, denn vergessen zu werden war besser, als benutzt zu werden. Der erste offizielle Bericht sprach von temporäre Reproduktionsstörung. Der zweite ließ das Wort temporär weg. Der dritte wurde Versiegeld. Als den König erreichte, war der Ton sachlich. Wenn sich der Zustand fortsetzt, heißt es, ist die Aufrechterhaltung der militärischen Kapazitäten innerhalb eines Zyklus nicht mehr gewährleistet. Der König las den Satz dreimal. Dann fragte wie lange ist ein Zyklus? Niemand antwortete sofort. Schließlich sagte der Kanzler, ein Leben. Im Komplex wurde ein Kind geboren. Ein einziges. Zu früh, zu schwach. Man brachte es weg, bevor die Mutter es sehen konnte. Die Frauen spürten es trotzdem. Und etwas brach. Nicht in ihnen, im Reich, denn der Krieg, der jetzt begann, brauchte keine Waffen. Bestand aus leeren Wiegen, aus fehlenden Namen, aus Stille in den Listen. Martha stand am Fenster des Schlafsaals und sah in die Dunkelheit. Sie dachte nicht an Sieg, sie dachte an Folgen. Denn ein Reich konnte einen Aufstand niederschlagen, eine Rebellion ersticken, eine Armee vernichten. Aber dieses Heer war kein Angriff, es war ein Entzug, und gegen Entzug gab es keinen Befehl, keinen Erlass, kein Schwert, nur das langsame Verbluten einer Macht, die geglaubt hatte, seit sie Besitz. Der Krieg hörte nicht auf, vergaß nur, wie man Eichen führte. Die ersten Frontberichte klangen harmlos, Verzögerungen, Umstrukturierungen, temporäre Engpässe, Worte, die man benutzte, wenn man Zeit gewinnen wollte. Doch Zeit kam nicht zurück. An der Nordgrenze standen die Schanzen leerer als im Vorjahr. Nicht verlassen, nur ausgedünnt. Ein Wachposten pro Abschnitt. 2 Männer, wo früher 6 standen. Fahnen hingen noch, Disziplin auch. Aber dahinter, Lücken. Ein Hauptmann meldete, dass seine Einheit einsatzfähig sei. Auf dem Papier. In der Realität humpelten Männer mit alten Verletzungen, Narben, die nie verheilt waren. Gelenke, die beim Marsch knirschten. Wo sind die Neuen? Fragte Der Befehlshaber antwortete nicht. Hatte dieselbe Frage gestellt und keine Antwort erhalten.
In den Ausbildungslagern verschob sich der Rhythmus. Früher kamen Rekruten in Wellen. Laut, ungeschickt, voller Angst und Übermut. Jetzt kamen sie einzeln. Zu jung oder zu alt. Bauern, die man aus den Feldern geholt hatte. Handwerker mit steifen Fingern. Man nannte es Erweiterung der Rekrutierungsbasis. Die Ausbilder nannten es Verzweiflung. Sie halten keinen Winter durch, sagte einer. Der Kommandant sah ihn an. Dann gibt es keinen Winter, antwortete er. Doch der Winter kam. Und er kam nicht allein. In den Lazaretten stapelten sich die Verwundeten. Nicht mehr die Frischen, sondern die Alten. Männer, die schon einmal gelegen hatten. Und noch einmal. Und jetzt weiter. Ein Chirurg legte das Messer beiseite. Wir flicken Schatten, sagte er. Keine Körper. Niemand widersprach. Denn alle sahen es. Es gab keinen Nachwuchs mehr für den Tod. Der Gegner verstand schneller als erwartet. Spaher meldeten ungewöhnliche Ruhe auf den Reichswegen. Keine Truppenbewegungen. Keine Versorgungskolonnen. Kein Drangen. Dann hörten sie auf zu melden, nicht weil sie getötet wurden, sondern weil niemand sie mehr schickte. Der Feind griff nicht an. Er wartete. Warten war billig. Warten kostete keine Mana. An einem südlichen Pass brach eine Einheit auseinander, ohne einen Schlag zu führen. Der Leutnant versuchte zu sammeln. Seine Stimme versagte. Die Männer sahen sich an und gingen, nicht in Panik, nicht fliehend, einfach nach Hause. Der Bericht darüber erreichte die Hauptstadt 3 Tage später. Der Kanzler las ihn schweigend. Desertion, fragte der König. Der Kanzler schüttelte den Kopf. Erschöpfung. Das Wort klang wie ein Urteil. Im Kriegsrat änderte sich der Ton. Man sprach weniger von Siegen, mehr von Haltelinien. Dann von Rückzug. Wir konsolidieren, sagte ein General. Ein anderer, wir konzentrieren die Kräfte. Ein dritter sagte nichts, er hatte ausgerechnet. Die Rechnung war einfach. Mehr Verluste als Geberten, mehr Alte als Junge, mehr Graber als Wiegen. Der Krieg war nicht verloren, er war ausgelaufen. In den Staaten merkte man es zuerst an den Uniformen. Sie wurden seltener und alter. Männer mit grauem Haar trugen weiter Waffen. Veteranen, die man gehört hatte, nun zurückgeholt. Mit Orden auf der Brust und Angst im Blick, nur für kurze Zeit, hatte man ihnen gesagt, doch kurze Zeit bedeutete nichts mehr. In der Hauptstadt kam es zu einem Aufruhr, nicht laut, nicht blutig. Mütter standen vor den Toren des Palastes. Mit Söhnen, die man einsehen wollte. Sie sagten nichts, sie standen nur da. Der König ließ sie nicht vertreiben. Er sah sie vom Fenster aus und verstand. Denn er hatte Zahlen gesehen und Zahlen logen nicht. Im Komplex, fern der Fronten, erreichten die Nachrichten die Frauen, nicht offiziell, überwachen, überflüstern, überwährenderte Blicke, sei verlehren, sagte jemand. Martha antwortete nicht, denn verlieren war nicht das richtige Wort. Ein Reich verlor, wenn es geschlagen wurde. Dieses Heer lief leer. Ein Bote brachte einen letzten Frontbericht, der nicht zensiert war. Er sprach von Einheiten, die sich gegenseitig nicht mehr unterstützten, von Befehlen, die zu spät kamen, von Karten, die nichts mehr abbildeten, weil es keine Linien mehr gab. Der Kanzler legte das Pergament beiseite. Wir halten das nicht mehr lange. Der König nickte langsam, wie lange. Der Kanzler so gerte, nicht in Schlachten gemessen. Der König verstand.
In den Grenzregionen hissten Dörfer weiße Tücher, nicht als Capitulation, als Zeichen. Wir haben nichts mehr, der Feind zog vorbei. Warum kämpfen, wenn das Fleisch fehlte? Der Krieg hatte seine Grundlage verloren. Nicht Mut, nicht Stahl, Menschen. In der Nacht saß der König allein. Hatte den Helm neben sich gelegt. Den Helm seiner Krönung, Symbol eines Herrschers im Krieg. Sah Eichen lange an. Dann drehte Eichen war leer. So weiß seine Armeen, so weiß seine Zukunft. Und irgendwo, weit entfernt von Thron und Schlachtfeld, lag Martha wach. Sie wusste, dass dies der Punkt war, an dem Reiche normalerweise zuschlugen. Aus Stolz, aus Angst. Doch dieses Reich konnte nicht mehr schlagen. Es konnte nur noch entscheiden, weil es fiel. Der Morgen kam ohne Trommeln. Kein Alarm, kein Sammelruf, kein Marsch, nur Glocken. Nicht zum Angriff, nicht zur Warnung, zur Ordnung. Der Kanzler trat früh in den Saal. Zu früh, der Raum war leer. Die Karten an den Wanden waren veraltet. Linien, die es nicht mehr gab. Pfeile, die nirgendwohin führten. Der König kam später. Trug keinen Helm, kein Schwert, nur den Mantel. Sind Sie bereit? Fragte er. Der Kanzler nickte. Der Feind wartet. Wartet schon lange, sagte der König. Die Unterhändler trafen sich an einem Ort ohne Geschichte. Kein Schlachtfeld, kein Grenzstein. Ein Kloster, das zwischen den Fronten gelegen hatte und nun zwischen Eichen stand. Die Halle war kalt, Stein atmete anders als Menschen. Man sprach leise, nicht aus Respekt, aus Gewohnheit. Der Vertrag lag bereit. Dünnes Pergament, kurze Sätze, keine Drohungen, keine Forderungen, die nicht schon erfüllt waren, Gebietsabtretungen, Truppenrückzug, Auflösung der Hände Verbande, ein Ende. Der König las langsam. Suchte nach einer Falle, fand keine. Denn es gab keine mehr. Der Feind hatte nichts gefordert, was Blut kostete. Nur Versicht. Der König setzte an. Hielt die Feder kurz in der Luft. Nicht aus Sorgen, aus Erkenntnis, dass dies kein Moment der Entscheidung war, sondern der Bestätigung. Unterschrieb, das Geräusch der Feder auf Pergament war leise, aber es war das lauteste Geräusch dieses Krieges. Als die Feder ablegte, sagte niemand etwas. Kein Jubel, kein Aufatmen, nur ein Nicken. Der Krieg war vorbei, nicht besiegt, beendet. In der Hauptstadt verbreitete sich die Nachricht langsam. Nicht über Ausrufer, nicht über Fanfaren, über Blicke, über Türen, die sich öffneten und nicht mehr schlossen. Ein Soldat legte seine Waffe ab, auf der Straße. Niemand hob sie auf. Ein Veteran setzte sich auf eine Stufe und weinte nicht. Atmete nur. Die Frauen hörten es zuerst in den Stimmen der Wachen. Keine Befehle mehr, keine Eile. Man sprach normal. Es ist vorbei, sagte jemand. Martha stand im Hof, als man es ihr sagte. Sie fragte nicht wie. Sie fragte nicht warum. Sie wusste es. Die Häuser der Fruchtbarkeit wurden nicht geöffnet. Nicht sofort. Niemand wusste, was man jetzt mit ihnen tun sollte. Sie waren kein Instrument mehr, kein Problem. Sie waren da. Die Frauen versammelten sich. Nicht aus Freude, nicht aus Triumph, aus Stille. Eine fragte, haben wir gewonnen? Martha antwortete nicht sofort. Dann sagte sie nein. Die Frau sah sie an. Warum nicht? Weil nichts gewonnen wurde. Stille. Etwas ist nur zu Ende gegangen. Das reichte. In der Stadt standen Menschen vor dem Palast. Nicht viele, nicht fordernd. Sie warteten.
Der König trat auf den Balkon. Kein Zeremoniell, keine Rede. Sah hinunter und senkte den Kopf. Das war alles. Die Menschen gingen, nicht enttäuscht, erleichtert. In den Kasernen wurde Inventar gemacht, Waffen, Rüstungen, Listen von Namen. Man stellte fest, dass mehr fehlten als vorhanden waren. Niemand korrigierte es. An den Grenzen zog sich der Feind zurück, langsam, vorsichtig, ohne Paraden. Warum provozieren, was bereits gefallen war? Die Geschichte versuchte, einen Namen zu finden, der Waffenstillstand, der Vertrag von. Keiner blieb, denn es hatte keinen Kampf gegeben, keine Schlacht, keine Helden, nur ein Auslaufen. Im Ratssaal saß der König ein letztes Mal mit den Generalen. Was schreiben wir? Fragte einer. Der Kanzler antwortete, dass wir Frieden geschlossen haben. Der König schüttelte den Kopf. Nein, sah auf den Tisch, schreibt, dass wir aufgehört haben. Niemand widersprach. In den Häusern der Fruchtbarkeit änderte sich nichts sofort. Keine Feiern, keine Befehle, aber etwas fehlte, der Druck, die Blicke, die Salten, die Frauen spürten es zuerst in ihren Körpern, nicht als Erleichterung, als Raum. Eine Frau setzte sich und sagte, ich weiß nicht, was ich jetzt fühlen soll. Martha nickte, das ist Freiheit. Die Frau verzog das Gesicht. Sie fühlt sich leer an. Ja, sagte Martha, am Anfang. In der Nacht brannten keine Feuerwerke, nur Kerzen, Menschen saßen zusammen, erzahlten nichts, hielten Hände. Der Krieg hatte ihnen nicht beigebracht, wie man feiert, nur weil man überlebt. Am Morgen danach war die Welt dieselbe, und doch nicht. Denn ein Reich hatte kapituliert, ohne zu fallen, und niemand wusste, wie man darauf stolz sein sollte. Vielleicht, dachte Martha, war das der Preis, kein Leid, kein Denkmal, nur das Ende, und eine Stille, die lauter war als jede Schlacht. Die Stille kam nicht plötzlich. Sie senkte sich, langsam, wie Staub nach einem Einsturz. Der Krieg war vorbei, doch die Welt wusste es noch nicht. Nicht in den Körpern, nicht in den Nachten. Menschen wachten auf, als müssten sie noch zahlen, wenn sie verloren hatten. Doch es gab nichts mehr zu zahlen. In den Straßen der Hauptstadt gingen Frauen ohne Ziel. Nicht, weil sie frei waren, sondern weil niemand sie rief. Keine Listen, keine Nummern, keine Aufforderungen. Die Häuser der Fruchtbarkeit blieben geöffnet, aber leer. Nicht verlassen, nicht zerstört, einfach leer. Die Wärter saßen an ihren Plätzen und wussten nicht, wofür. Einige gingen, andere blieben, aus Gewohnheit, aus Schuld. Martha betrat eines der Häuser, in dem sie Monate verbracht hatte. Der Geruch war derselbe, Kalk, Wasser, kalter Stein, doch etwas fehlte. Der Blick, der zahlte, prüfte, wartete. Jetzt sah niemand. Eine Frau strich über eine Liege. Hier, sagte sie leise. Martha nickte. Ja. Mehr war nicht nötig. Die ersten Entscheidungen kamen nicht von oben, nicht vom Thron, nicht vom Rat. Sie kamen aus Kutschen, aus Schlafraumen, aus Gesprächen im Dunkeln. Ich will nicht mehr, sagte eine. Ich will irgendwann, sagte eine andere. Ich weiß es nicht, sagte die dritte. Und niemand widersprach. Zum ersten Mal war Ungewissheit erlaubt. Ein Arzt schrieb einen Namen in ein Buch, einen echten Namen, keinen Eintrag, kein Zeichen. Hielt inne. So, sagte er. Also so fühlt sich das an. Ein Kind wurde geboren. Nicht angekündigt.
nicht erwartet. Die Frau hatte es entschieden, nicht für das Reich, nicht für einen Krieg, für sich, man brachte kein Banner, keinen Priester, nur Wasser und Zeit. Das Kind schrie, und niemand notierte es. In den Archiven begann man zu ordnen. Alte Listen, Statistiken, Tabellen, Geburtenraten, Verlustzahlen. Ein Schreiber fragte, was machen wir mit dem Heer? Der Kanzler sah auf die Zahlen. Sie ergaben keinen Sinn mehr. Archivieren, sagte nicht veröffentlichen. Warum? Der Kanzler antwortete nicht sofort. Dann, weil Geschichte manchmal nicht erklären darf. Der König trat ein letztes Mal in den Saal, in dem die Kriegsräte getagt hatten. Sah die leeren Plätze. Die Karten waren abgenommen. Die Wande nackt. Was bleibt? Fragte. Der Kanzler dachte nach. Zeit, sagte schließlich. Der König nickte. Hatte gelernt, was Zeit kostete und was sie zerstörte. In den Städten entstanden keine Denkmaler, keine Reiterstatuen, keine Triumphbogen. Stattdessen änderten sich die Gewohnheiten. Frauen gingen langsamer, Männer fragten mehr, Kinder bekamen Namen, die niemandem etwas bedeuteten, außer ihren Eltern. Ein Mädchen fragte ihre Mutter, warum gibt es keine Lieder über den Krieg? Die Mutter dachte lange nach, weil niemand gewonnen hat, sagte sie, und niemand verloren. Das Mädchen runzelte die Stirn. Das klingt langweilig. Die Mutter lächelte, ja. Martha saß oft am Rand der Stadt. Sie beobachtete die Felder. Früher hatte sie gesagt, wie viele Kinder dort eines Tages laufen würden. Jetzt sahlte sie nicht mehr. Eine Frau setzte sich neben sie. Haben wir etwas zerstört? Fragte sie. Martha schüttelte den Kopf. Wir haben etwas gestoppt. Für immer. Martha sah in den Himmel. Nichts ist für immer. Stille, aber diesmal fuhr sie fort. Wissen Sie, was es kostet? In der Schule lernten Kinder später von diesem Krieg. Hatte keinen Namen. Man nannte ihn den Stillstand oder den leeren Krieg. Oder man ließ ihn weg. Die Lehrer erklärten Schlachten, Bündnisse, Feldzüge und übersprangen diese Jahre. Nicht aus Lüge, aus Ratlosigkeit. Denn wie erklärt man einen Krieg, der nicht durch Mut beendet wurde, sondern durch Verweigerung? Wie erklärt man Macht, die sich nicht erhebt, sondern zurückzieht? Die Frauen sprachen selten darüber. Nicht aus Scham, aus Klarheit. Sie wussten, was sie getan hatten und was sie nicht mehr tun würden. Eines Abends saß Martha allein. Sie legte die Hand auf ihren Bauch. Nicht prüfend, nicht hoffend, einfach dort. Sie dachte an all die Kinder, die in ihr geboren worden waren, und an all die Männer, die deshalb nicht starben. Der Gedanke war schwer, aber trug. Die Welt ging weiter, nicht gerechter, nicht sanfter, aber anders. Denn irgendwo, tief in ihren Strukturen, war eine Wahrheit verankert worden. Keine geschriebene, keine verkündete, eine körperliche, und sie lautete: Das Macht endet, wenn der Körper nicht mehr gehorcht. Das Reiche fallen können, ohne zu brennen. Das Geschichte nicht immer vom Schwert geschrieben wird. Manchmal wird sie beendet durch Schweigen. Jedes Imperium glaubte, das Schwert bestimme die Geschichte. Doch dieses Imperium ging unter, weil der Mutterleib das Schweigen wollte.